Mein Name ist Jennifer Stemmann und ich bin Professorin der Technikdidaktik an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Und studiert habe ich Maschinenbau ursprünglich, aber mit der Fachrichtung der Berufspädagogik und hatte sozusagen den Vorteil, dass ich sowohl mein Diplom im Maschinenbau gemacht habe, als auch das erste Staatsexamen für berufliche Schulen mit den Fächern der Maschinentechnik und Fertigungstechnik. Tatsächlich habe ich den Wunsch gehabt, erst relativ spät in meiner Ausbildung. Ich habe also, bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich erst eine Ausbildung zur technischen Zeichnerin gemacht. Und ich hatte den Vorteil, dass ich mehrere Berufsschulen besuchen durfte. Und in dem einen Fall hatte ich super tolle Lehrkräfte, die mich wirklich total motiviert haben und viel von mir gefordert haben. Auf der anderen Seite habe ich aber auch das Erlebnis machen dürfen, dass es auch Lehrkräfte gibt, die das nicht so gut können. Und das Bewusstsein dafür zu bekommen, wie viel Einfluss eine Lehrkraft hat auf das Lernen und auf den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler, das hat mich dann wirklich sehr, sehr motiviert, auch selbst diesen Weg einzuschlagen. Das sind tatsächlich schöne Zufälle, die sich ergeben haben. Also ich habe schon während meines Studiums auch als wissenschaftliche Hilfskraft oder auch erst studentische Hilfskraft gearbeitet und habe natürlich auch in Forschungsprojekten schnuppern dürfen, habe die Tätigkeiten auf der anderen Seite so ein bisschen kennengelernt und dann hatte ich das große Glück, dass mir am Ende meines Studiums dann eine Stelle angeboten wurde als wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem Forschungsprojekt dann tatsächlich auch und so habe ich den Weg dann eben nicht gemacht ins Referendariat, sondern bin an der Hochschule geblieben. Ich habe es damals eher als eine Chance, eine zeitweise Chance wahrgenommen, also zunächst erstmal vielleicht so 2-3 Jahre in der Wissenschaft zu bleiben und dann das Referendariat immer noch zu machen. Aber es hat sich halt so ergeben, dass ich jetzt tatsächlich an der Hochschule geblieben bin und der Schule natürlich auch so ein bisschen den Rücken gekehrt habe, obwohl ich natürlich weiß, dass dort auch Lehrerkräfte wirklich händeringend gesucht werden. Ne? Oh, meine Karriere war also bis auf diese Umwege über die Ausbildung zum Studium zu gelangen, war es tatsächlich relativ kurz, im Gegensatz zu manch anderen Professoren, die jedoch einen relativ langen Weg hinter sich hatten. Also ich habe tatsächlich angefangen an einer Hochschule in Dortmund und habe von dort aus gewechselt nach einer gewissen Zeit nach Duisburg-Essen. Dort habe ich dann promoviert, also meine Promotion zu Ende gebracht und habe dort dann tatsächlich noch einige Jahre als Postdoc gearbeitet und mich auch dort weiter qualifiziert und habe mich dann tatsächlich beworben auf diese Professur und sie dann auch relativ schnell erhalten, also den Ruf erhalten. Und das ist tatsächlich etwas, was nicht so ganz klassisch ist. Also man weiß tatsächlich, dass die Karrierewege etwas länger sind von Professorinnen und Professoren, dass man also sich tatsächlich auch mal hierhin bewirbt, dann vielleicht erst eine Juniorprofessur bekommt, dann nochmal woanders hingeht. Also das war bei mir tatsächlich ein Treffer von im ersten Versuch sozusagen. Ich kann nicht sagen, dass ein Tag sich dem anderen gleicht. Ich komme in mein Büro, also wenn ich in meinem Büro bin, also viele Tätigkeiten finden auch gar nicht hier statt, sondern an verschiedenen anderen Orten, sei es an der Schule, sei es bei Projektpartnern, sei es auch unten in der Werkstatt oder halt in meinem Büro und tatsächlich kein Tag sieht wie der andere aus. Und das ist etwas, was auch unglaublich interessant ist an diesem Job. Natürlich, ich organisiere viel, ich organisiere Projekte, ich organisiere meine Lehrveranstaltungen, ich berate Studierende, ich berate aber auch Doktoranden, also bin in der Nachwuchsförderung sehr stark engagiert. Es gibt Gremienarbeiten, die man natürlich macht. Die Prüfungen müssen geplant werden. Also ich kann gar nicht aufzählen, was sozusagen alles zu diesem Aufgabengebiet kommt. Nur so viel, dass wirklich auch immer etwas anderes ist. Also wenn man seinen Tag auch so ein bisschen plant,
dann wird man tatsächlich von der Realität etwas überrascht und es kommen immer neue Dinge hinzu. Das macht aber diesen Job halt auch wirklich unglaublich interessant. Tatsächlich würde ich Ihnen auf den Weg geben wollen, dass Sie sich schon natürlich auch während des Studiums schon auch den Blick öffnen für tatsächlich Forschung, sich auch als studentische Hilfskraft vielleicht bewerben, also in Ihrem eigenen Fachgebieten schauen, ob Sie mal in solche Forschungsprojekte hineinschnuppern können. Das wäre ein wesentlicher Punkt. Ein zweiter Punkt, den ich auch tatsächlich in meiner Tätigkeit oftmals erlebe, ist, dass die Studierenden sehr, sehr fokussiert sind auf ihr Dasein als Lehrkraft und sie möchten meistens auch nach dem Studium direkt in das Referendariat einsteigen. Und da habe ich tatsächlich die Empfehlung, wenn es sich ergibt, diese Chance auch eben zeitweise in einem Forschungsprojekt mitzuarbeiten, das auch zu tun. Das Referendariat, das kann man danach noch machen. Ich habe aber erlebt, dass in den meisten Fällen, wenn Studierenden erstmal ins Lehramt eingestiegen sind, dass sie dann doch nicht wieder zurückkommen. Von daher wäre das ein Tipp, einfach mal, bevor man im Endeffekt in den Lehrerberuf startet, doch nochmal eine Zeit zu nehmen, in der Forschung zu bleiben. Und vielleicht gefällt es dem einen oder anderen ja auch oder der einen oder anderen.